Hallo Max. Heute hat der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker seine State of the European Union Rede vor dem Europäischen Parlament gehalten. Er hat außerdem angekündigt, dass er seine 27 Regierungschefs der EU bei seinem nächsten Meeting fragen wird, warum brauchen wir eigentlich die EU noch? Welche 3 Gründe sprechen für die EU? Und das würde ich jetzt dich auch gerne fragen. Ja, zum Ersten finde ich, schafft die EU ein Gemeinschaftsgefühl, das heutzutage nicht überall anzutreffen ist in der Welt. Gerade zwischen Staaten in Zeiten der Krise, wie die Finanzkrise, damals in Griechenland, aber auch Spanien, Portugal, hat das Ganze, denke ich, darüber hinweg geholfen, Differenzen zu schaffen innerhalb der EU. Als zweiten Punkt würde ich anführen, hilft die EU generell der Wirtschaft zwischen den verschiedenen Staaten wirtschaftlich zu handeln, was auch interessant wird jetzt eben mit Blick auf das Vereinigte Königreich. Durch Zölle, Steuern wird einfach eine gewisse Zusammengehörigkeit auch wieder geschaffen, die einiges erleichtert. Als dritten Punkt auch wieder ein Punkt der Zusammengehörigkeit, also ich denke, das überflügelt so das Ganze, würde ich anführen, es hilft einfach Studenten, sich innerhalb Europas weiterzubilden, ohne größere Probleme anzutreffen und auch andere Kulturen einfach kennenzulernen und das Ganze auf einem geregelten Niveau. Und was würdest du dir wünschen von Politikern, um die EU wieder mehr ins Bewusstsein der Menschen zu rücken und auch die europäische Idee wieder zu beflügeln? Ich würde mir von den Zuständigen wünschen, mehr Transparenz, generell im Wahlsystem, im Gesetzessystem und auch im System der verschiedenen Organe der EU. Weil ich denke, für den Normalbürger, der das nicht studiert hat, ist es schwer, da den Überblick zu bewahren. Und wie denkst du, könnte das erreicht werden? Also durch Medien oder durch nationale Kampagnen? Ich denke, das könnte man ganz gut auf nationaler Ebene schaffen, um eben auch eine gewisse Neutralität abzulegen. Denn Neutralität ist manchmal nicht immer besser. Um dann auch eben Statements der einzelnen Mitgliedstaaten schaffen zu können. Ja, jetzt noch eine Frage zum Schluss. Wir sind ja hier inmitten von Studenten, ganz vielen Leuten zwischen 18 und 27 in München. Was kann denn der Einzelne tun, um einfach ein bisschen mehr wieder EU in die Köpfe der Leute aufzubringen? Ja gut, ein Anfang wäre zum Beispiel, sich politisch zu engagieren. Ich denke, das ist der schnellste und effektivste Weg, wirklich auch was zu erreichen, um einfach auch an die Menschen zu kommen, an eine Vielzahl von Menschen zu kommen. Gerade auch durch solche Projekte jetzt kann man, denke ich, mehr Menschen auch in Zeiten des Internets erreichen und klar machen, wie wichtig es ist und warum es den Menschen wichtig ist. Okay, danke. Das war Road Think Tank heute mit Max aus München.